In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man einen Expert Advisor erstellen kann, der in der Lage ist, für jede Position die Trade-Richtung umzukehren. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte im MetaTrader hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simple Reverse Position, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und wir entfernen auch direkt die 2 Kommentarzeilen. Wir starten mit einer Include-Anweisung. Damit importieren wir die Datei trade.mqh. Die gehört mit zu MQL5 und stellt vereinfachte Funktionen für Positionseröffnung und Positionsbehandlung bereit. Dazu erstellen wir uns aus der Klasse cTrade hier eine Instanz mit dem Namen Trade. Wir brauchen auch ein paar Variablen. Die erste Variable ist vom Typ String, hat den Namen Direction für Richtung und bekommt von uns den initialen Wert by zugewiesen. Die nächste Variable hat einen Zusatz, der heißt Input. Das sorgt dafür, dass man die Werte dieser Variable ohne Neukompilierung auch während der Laufzeit als Benutzer verändern kann, indem man einfach die Eigenschaften im Expert Advisor einstellt. Diese Variable ist vom Typ Integer und hat den Namen Take Profit Points. Der initiale Wert ist hier 50. Jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal für die Stop-Loss-Punkte. Auch hier nutzen wir den Input-Zusatz und der initiale Wert für den Stop-Loss wird hier 30 Punkte sein. Innerhalb der OnTick-Funktion möchten wir zunächst einmal den Ask-Preis berechnen. Das übernimmt die Funktion SymbolInfo_Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen hier Symbol_Ask und mit NormalizeDouble und _Digits stellen wir sicher, dass die richtige Anzahl für die Nachkommastellen berechnet wird. Das ist abhängig von der genutzten Währung. Das gleiche müssen wir hier nochmal für den Bitpreis machen. Im Großen und Ganzen ist die Zeile identisch bis auf den Namen und den hier genutzten Parameter Symbol_Bit. Und jetzt möchten wir gerne prüfen, ob wir keine geöffneten Positionen haben. Das wäre der Fall, wenn die Funktion PositionsTotal einen Wert von 0 zurückliefert. Gleichzeitig möchten wir gerne wissen, ob die Direction, also die Richtung, auf Buy steht. Falls beides zutrifft, eröffnen wir eine Buy-Position. Das geht mit Trade.Buy. Wir möchten gerne eine Position in der Höhe von 10 Mikrolot eröffnen. Für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart zum Ask-Preis. Dieser Ausdruck hier wird die gewünschte Anzahl von Stop-Loss-Punkten für uns setzen. Der darauffolgende Parameter hier ist für den Take-Profit-Wert. Auch hier werden die gewünschten Punkte eingesetzt. Und der letzte Parameter hier wäre für einen Kommentar. Der wird aber nicht benötigt, darum setzen wir den auf 0. Nachdem wir die Position eröffnet haben, möchten wir die Richtung umkehren, setzen also hier den Wert für die Variable Direction auf Sell. Für die Sell Trades sieht das ähnlich aus. Zunächst prüfen wir hier, ob wir geöffnete Positionen haben, dann ob die Richtung auf Sell steht und wenn beides zutrifft, nutzen wir Trade.Sell, um 10 Mikrolot zu verkaufen. In diesem Fall müssen wir den Bitpreis nutzen und natürlich sind bei einem Sell Trade die Stop-Loss-Punkte oberhalb des aktuellen Preises und der Take-Profit muss darunter liegen. Nachdem wir dann unsere Sell-Position eröffnet haben, setzen wir hier die Variable Direction für die Richtung auf Buy. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine Chart-Ausgabe. Das übernimmt der Command-Befehl. Der gibt uns hier den Text, die aktuelle Richtung ist, gefolgt von der Variable Direction aus. Soweit, so gut. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie keine Ahnung haben, was alle diese Codezeilen bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst einen von den anderen Beiträgen aus dieser Videoserie anschauen. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite und da gibt es übrigens aktuell auch für 1 € den Starterkurs.
Für den Moment klicken wir mal hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das hat bei mir ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann klicken Sie bitte hier oben oder drücken Sie die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simplereverseposition.ex5 aus. Markieren Sie hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Jetzt werden bereits fleißig Positionen eröffnet. Wir sehen auch, dass sich die Richtung von Buy and Sell ändert. Mit jedem Trade wird das gewechselt. Und der Abstand für Take Profit und Stop Loss ist hier nicht gleich. Wir wollen das jetzt mal ändern. Dazu halten wir den aktuellen Test an, klicken auf Eingaben und ich stelle jetzt hier mal den Take Profit Wert auch auf 30 Punkte. Starte einen neuen Test und diesmal kann man erkennen, dass der Abstand gleich ist. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie einen Expert Advisor programmieren können, der in der Lage ist, für jede neue Position die Trade-Richtung umzukehren. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.